Hallo, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Ich bin hier mit meinem Kumpel Vogelscheuchen Vivi, den ich eben gefunden habe hier noch im Spiel. Guck mal, finde ich süß. Mit einem kleinen Schmetterling noch drauf. Schmetterschling. Ah ja, das ist eine witzige Sache. Die habe ich auf Twitter gesehen, dass es das hier gibt, dieses kleine Easter Egg. Und eigentlich ist eine süße Idee, Schwarzmagier als Vogelscheuche verwenden. Klar, warum nicht? Ne? Ist irgendwie süß, trotz alledem. Gut. Unsere Aufgabe war es eigentlich, jetzt nach Phönixtor zu reisen. Allerdings haben wir noch was anderes vor. Und zwar sollen wir zum Kloster Saint-Clement, wenn das denn so richtig ausgesprochen wird. Um dort irgendetwas zu sehen, was man uns zeigen will. Was Martha uns... So viele Reden jetzt auf einmal. Das Martha uns hier zeigen will. Aber was das ist eine gute Frage. Ist das ein Fahrstuhl? Hi, Brala. That a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault of its own. We knew nothing of what it meant to be born that way, did we? No. It's over. Ich wollte unbedingt diese Dornenbuschschale haben. Blubbels! Die gefährlichste aller Angriffe. Blubbels. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hierher gemusst hätte. Ja, okay, ich kann den Umweg zumindest nehmen. Rala, hast du ein Adamant-Taimai? Ach du meine Güte. Hallo, Kreut. Du siehst aus genau wie die aus Final Fantasy 14. Aber wirklich exakt. Ich habe schon wieder vergessen, meine Fähigkeiten auszuwählen hier. Tut mir ein bisschen weh, eine Schildkröte hier so zu bekämpfen. Mal ohne Scheiß. Ich mag Schildkröten eigentlich. Wir hatten früher eine Schildkröte als Haustier, hieß Charlie. Au. Better already. Not this time. Au.
Warum bekämpfen wir die Schildkröte überhaupt gerade? Weil sie einfach in dem Weg steht? Okay, jetzt kann ich Kommentare lesen. Hatte jemand zugesehen, wie er Final Fantasy 16 spielte und dadurch etwas besser Sturm verstanden? Das Eiserne Königreich ist mehr wie die Iron Islands aus Game of Thrones, da sie von einem Archipel auf der westlichen See kommen und da der riesige Feuerkristall im Meer ist, erachten sie den als ihres. Moment, können wir das auf der Karte uns ansehen vielleicht? Also ist hier irgendwo das Eiserne Königreich? Also hier in der Ecke quasi? Hier ist irgendwo das Eiserne Königreich? Ansehen. Und vorhin gesagt werden auch Träger literally geboren und wenn sie ertappt werden, wird das Mal denen aufgezwängt und sie dann versklavt. Dachte eigentlich, dass man Sklaven und Träger aktiv erschafft und sie nicht und dass sie nicht geboren werden. Das habe ich aber eigentlich erklärt beim letzten Mal. Ich hatte das Gefühl, als ob dieses Spiel auf der Engine von Final Fantasy 14 basiert. Weil gewisse grafische Konzepte, Designs mich an Final Fantasy 14 erinnern. Auch wenn auch viel stärker ausgeschmückt hier. Ich habe auch das Gefühl eigentlich, dass das hier die Final Fantasy 14 Engine ist. Also mich würde es nicht wundern. So, ich wollte eigentlich hier lang, ne? Hast du eigentlich die... Halt... Okay, ich kann jetzt noch Fähigkeiten ausrüsten. Komm her. Level up. Meine Güte, der Motion Blur hier im Spiel ist aber auch wirklich ein bisschen aggressiv. Das muss ich mal ohne Stress sagen. Und was wolltest du sagen? Hab ich selber vergessen gerade. Ach nee, ja genau. Hast du die Vogelscheuche gesehen? Die ich am Anfang jetzt gezeigt habe im Stream. Das war jetzt falsch. Ich werde sie gleich nochmal zeigen. Wenn wir hier nochmal in die Stadt zurückgehen, das Dorf, dann zeige ich die Vogelscheuche nochmal. Ist bestimmt auch ganz viel Spaß, das einzusprechen an dem Studio. Ich sehe jetzt auch überall ohne Ende
Interviews mit dem Sprecher von Clive. Ben Starr, der englische Sprecher. Welcher selber auch ein riesen Final Fantasy Fan ist. Was sehr sympathisch ihn macht, muss ich zugeben. Er hat erzählt, dass er wirklich am Anfang, als er gecastet wurde für Clive, überhaupt nicht wusste, dass es sich bei der Rolle, für die er gerade einspricht, es sich um Final Fantasy handelt. Und als er es dann im Studio erfahren hat, dass er der Protagonist von Final Fantasy sein wird, sagt er, war einfach nur noch für einen Moment einfach am Schreien. Weil er es einfach nicht glauben konnte. Nee, halt. Karte ist hier. Hier sind wilde Chocobos. Hallo? Lauf wieder. Warum können wir... Warum ist ja... Was? Was? Ah? Nee! Nee, ja. Mann, oh. Ich will doch nicht gegen Chocobos kämpfen. Das... Nö! Das ist doch gemein. Ich wollte mir die Chocobos eigentlich anschauen und gucken, wie hübsch die sind. Und jetzt muss ich sie alle... Ey. There's the Abbey. What darkness awaits us within, I wonder. Let's go and see. Finstere Witwe. Okay, jetzt ist aber auch mal gut mit den an... Alter, hier ist überall... Überall sind hier Arschgeigen. Ist ja Wahnsinn. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt hier gezeigt wird. Das könnte unangenehm werden. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. I don't want to die. Please, Father. Something for the pain. I'll beg you. The light, it fades. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. Mhm. The curse has taken them. All of them. Der Fluch? As it does every bearer forced to use their gift.
Der Kristallfluch. Dieses Active Time Lore, nach wie vor einer der besten Features in einem RPG ever. Der Preis, den Träger und Domini für die Nutzer des Äthers zahlen. Die allmähliche und unaufhaltsame Versteinerung ihrer Körper. Ui. Wer Magie mit einem Kristall wirkt, bleibt vom Fluch verschont. Er beginnt mit starren Schmerzen in den Gliedern und verschlimmert sich im späteren Verlauf zu kompletter Bewegungsunfähigkeit und unerträglichen Schmerzen. Letztendlich versteinert der Körper vollständig und zerfällt zu Staub. Ein Heilmittel ist nicht bekannt. Und die Leute kommen in die Sklaverei und werden gezwungen, ihre Fähigkeiten, ihre magischen Fähigkeiten zu nutzen. Alter. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. Dieses Spiel hält nichts zurück. We should get back to Martha's rest. Yes, we should. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass der Priester wirklich auch einfach sehr mit seinen Tränen ringen musste. Gerade, der hat das auch kaum ausgehalten. Ja, es ist... Jetzt aber wieder was anderes Positives, was ich eben am Anfang des Streams mal gezeigt habe. Jetzt zeige ich es nochmal. Guck mal. Vogelscheuche. Wer das wohl ist. Na? Die Musik dieses Dorfes erinnert mich auch ein bisschen an so... Ah, ich hab's vergessen. Es gab noch irgendwie eine andere Dorfmusik in Final Fantasy, die ungefähr so klingt, aber ich weiß nicht mehr, welche das war. It was good, honest work. Ah, you're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. Wir erinnern uns noch vom letzten Mal, von gestern. Ein Baby wurde als Träger geboren. Und das ist das Schicksal, was dieses Baby erwartet. So, now you know, eh?
I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength. What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. So viele Untergrundorganisationen hier mit Siegeln und hast du nicht gesehen. And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Ja, sie wusste, wer wir sind. Okay. Noch ein bisschen Geld abgestaubt. Ich leuchte leicht bläulich. Tue ich das? Ich sehe das jetzt nicht bei mir gerade im Video, aber hey. Ich bin eine Lichtgestalt, nicht wahr? Also. Sid. Oh, hey. Ah, Clive. You're not where I left you. Vermutlich wegen der Beleuchtung bei dir. Sonne nehme ich an. Ja, es ist sehr hell bei mir. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. Ja. Auch gerade gesehen. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. Oh. Ich mag Götz irgendwie. I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate.
I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. Sid ist doch ein richtiger Kumpel, hey? Jill. I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Oh, ich hätte gehofft, dass er mit uns kommt. Sid der Anarchist. Es ist wirklich teilweise ein bisschen so, ne? Also. Allerdings ist es jetzt, glaube ich, eher so. Einfach, weil. Ah, wieder falscher Knopf. Wir ja immer noch in einer mittelalterlichen Welt hier leben, ne, uns befinden. Hat es für mich so das Gefühl, so jetzt endlich mal ein bisschen Fortschritt in diese mittelalterliche Welt bringen. Und einfach die Welt ein bisschen besser machen, trotz alledem irgendwo. Alle haben sie denselben Bart wie ich. Das stört mich. Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? It's not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here. If you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Of course. Sicherlich. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You Doch, want ich schon. something done right. You don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. Und dafür bekommen wir 0 Gil. Eigentlich hätte man noch mehr anzeigen können, was man noch so bekommt hier dafür. Into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being played false, I wonder? Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Can you give me a hand? Ich werde nicht jede Nebenquest natürlich machen, aber ein paar werden wir schon hier machen, ne? Into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. It's just a short climb down. I'll make it worth your while. Okay. I can't promise anything. Well, just promise you'll look. Ah, there may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but only might have, you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. Sounds like I need to break a few shells.
Oh, don't worry, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say. The ladders, right over there. Okay. Also, Typen finden und Krabben töten. Kann man machen. Wie schnell und einfach so automatisch hier man auf die Leitern geht. Wie? Sumpfkrabbe! Never heard of crabs eating crystal. Should be interesting. Stay down. Ja, kaputt. Lutsch. Ach, okay. Folge hat hier noch angegriffen. No point spending any more time down here than I have to. Okay, war's das schon? Habe ich das eingesammelt? Ich habe nicht gesehen, was für Items ich bekommen habe. Jetzt für den Kampf, aber es könnte sein, dass eins dabei war, ne? Sprich Marthas Rast mit Clark. Okay. Hi, Clark. Well, any luck? Yours, I presume. Ah, okay, ich hab's bekommen. Schmutziger Kristall. Ah, den haben wir aus den Innereien der Krabbe geholt. Bräuchte vielleicht ein bisschen Reinigung. You found it! Oh, thank you! Kristallkühlschrank quasi. Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Okay, also in Rosaria war es ursprünglich anscheinend wirklich ganz einfach, an solche Kristalle zu kommen. Jetzt mit dem Kaiserreich, das dieses Land übernommen hat, eher weniger. Es ist doch schon ganz schön, dass die Nebenquests ein bisschen mehr Story und Worldbuilding noch so betreiben. Das finde ich schön. Das ist immer schön, auch wenn jetzt das nicht das interessanteste Gameplay-mäßig ist, aber was soll's. You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right old hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. Thank you. Hier können wir nicht runter. Können wir hier runterlaufen? Nee. Unsichtbare Wände überall. Was soll's. Auch wenn sie nicht hier notwendig gewesen wären, aber... Schöne Aussicht hier, schöne Landschaft. He can't have gone far. I better keep my eyes peeled. Möglich, ne? Die Folgendes macht unsichtbare Wände. 15 Gil haben wir diesmal eingesammelt. Das ist wesentlich mehr, als wir sonst hatten. Laterne aufheben.
A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. Eisenlaterne. Someone made short work of them. I wonder if that someone was Norris. Ist er hier in der Hütte? Hier ist eine Kiste. Ach, und da steht er ja. Norris, I presume. Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And sorry. You're no Imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh, I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial surge before it begins. Mit einer Brand. Laterne? To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. Das ist echt fies. Das war sein bester Freund anscheinend, der Roland. Kaum findet heraus, dass... Oh, wow. Das ist echt harter Tobak hier in diesem Spiel. Meine Güte. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Daran muss ich immer denken. Wo ging's hier hoch? Hier. Ich hatte nur Augen jetzt gerade für das Item. Ich habe nicht mal gesehen, was es eigentlich war für eins. Die Items, die einfach nur so hier offen rumliegen, sind wirklich nichts Besonderes. Aber ich glaube, das läppert sich dann mit der Zeit auch zusammen, wenn man sie einsammelt. Dass man trotzdem irgendwie ein bisschen was zusammenbekommt. Ja, wir müssen ja sowieso hier hoch, ne? Wir müssen jetzt über die Brücke nach Eastpool. Ich erinnere mich an das Laternenspiel in meinem Kindergarten, wenn wir das Lied auch gesungen haben. Ja. Das ist sehr lange her. Sehr, sehr lange. There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter, then? Or do you need to see a body? No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughingstock. Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Thank you. There's
not much considering, but please, take this. Ja, und wieder Meteorstein. Meteorsteine bekommt man eigentlich auch noch zur Genüge hier, aber die sind anscheinend doch trotzdem wertvoll. Okay, jetzt geht's mit Story weiter. Diese schwer beschädigte Brücke, bei der man ein bisschen rüberhüpfen musste, wenn man weiter wollte. Schön zu sehen, dass aber auch das Holz eine andere Farbe hat als das alte Holz. Martha said the blight had spread even further south, pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing a few along the way. Then we shall have to keep our wits about us. Stay down! Ich wollte eigentlich nur das Item einsammeln, was hier rumliegt. Lehmkrebs. Ich will jetzt eigentlich nur ein bisschen vorwärts kommen. Ein bisschen, muss ich so sagen. Also. Kämpfen tun wir, glaube ich, noch zur Genüge. Wir bleiben mal ein bisschen auf der Straße, um zu sehen, ob wir da ein bisschen von den... Nee. Let's make this quick. It's over. Ich wollte sagen, vielleicht bleiben wir auf der Straße, um zu sehen, dass wir nicht so häufig angegriffen werden von Gegnern, aber leider ist das nicht der Fall. Dass du aktiv auch die Lexika aktivierst, um während der Storys nachzuschauen, was ist definitiv hilfreich. Bei TBS Kayen, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, bei dem ich vorhin schaute, hat er weniger geistig daran gedacht und nehme an, dass sein Playthrough etwas verwirrender für ihn ausgehen wird. Hey, ich habe mich sofort immer daran erinnert, an dieses Lexikon, als ich das schon in Trailern und sowas gesehen habe. Und das war sehr... Da dachte ich mir, okay, da werde ich reichlich Gebrauch von machen. Over here. Excuse me, I'll use that blade of yours. Curse my luck. I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait. That's the slumbering chocobo you're wearing. You one of Martha's, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Laid out bait, think we might swoop in and slaughter the lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. Martha's no fool. Normalerweise sehe ich Riesenspinnen in Höhlen und Ruinen, was ich verstehe, weswegen ich mich wundere, weswegen diese Riesenspinnen so frei in der Natur rumlaufen. Wahrscheinlich wegen der Fäulnis hier. Wegen dem Fäulnis-Ding, wo die ganzen Kreaturen irgendwie aus ihren natürlichen Umgebungen fliehen müssen, um irgendwie an Essen zu kommen. Ja, komm, laber mir nicht die Ohren zu voll.
Ich wollte mal schauen, wie das aussieht, wenn man aufgeladenen Angriff macht. Ja, ich wollte eigentlich mehrere Gegner hier erledigen. Sehr viel ich wollte eigentlich und was... Ich wollte eigentlich, will eigentlich und das war geplant. Aber hier läuft ja nie was nach Plan. Irgendwas? Items, die rumliegen, okay. You, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves. So I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? Oh, Frederick! You wily bastard. I'd never thought to pit beast against beast like that. Fuck you. Served us well, bearer. Be sure to pass our thanks to your master. Alle sind übel arschgeigen zu den Trägern hier. Es ist unglaublich. Es ist einfach... alles Fantasy-Rassismus vom Feinsten. Absolut widerlich. Und genau das soll es ja auch sein, denke ich mal. Das ist genau so gedacht für dieses Spiel. Look, the windmills. That must be Eastpool. Oh ja, Windmühlen. Die gibt es in Final Fantasy VII Remake, dann in Rebirth auch. Da gibt es auch einiges an Windmühlen. Ich wollte ein paar Sachen gerade mal ausprobieren. Oh, ich konnte ihn nicht von der Karte schleudern. Oh. Oh, fucking... Ist hier nichts friedlich. Ich stand neben dem Vieh und dachte, hey, schön mal ein Geschöpf hier zu sehen, das nicht einen bekämpfen will. Aber nö. Und auch mal ein bisschen hier Aussicht genießen. So. Haben genug genossen. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Rosaria seemed a very different place back then. Ist noch ein Schwarzmagier, Vogelscheuche hier. Beliebtes Design für Vogelscheuchen. Wie es den Anschein hat. Hier hinten ist irgendwo eine Ecke, in die man noch reinschlüpfen kann. Hier. Und da schlüpfe ich doch mal ganz fix. Schlüpf. Das ist eine Arachne. Okay, hier gibt es noch irgendwas hier in der Ecke. Ob jetzt hier ein Boss oder sowas, ein Miniboss auf mich wartet? Also irgendwas muss doch hier sein, oder? Ja. Na komm. Au. Au. Au! Shit!
Warum ist mein Timing so scheiße? Also ich weiß, warum mein Timing so scheiße ist. Die Animationen sind komisch getimed. Flop. Okay. Weavre, ja, ganz komischer Name. Geht noch irgendwas anderes rum? Nee, ne? Nee. Nur nochmal wieder. Oh. Was latschen da unten rum? Das sind Minotauren. Hübsche Aussicht hier. Es wäre zu schön, wenn die Framerate auch mal irgendwie ein bisschen stabiler wäre. Das ist ja bisher technisch gesehen vom Spiel mein größtes Problem. Die Framerate ist nicht die stabilste. Außerhalb des Kampfes. Im Kampf läuft sie super. Da ist es seine 60 FPS. Aber außerhalb, wenn man erforscht hier so und rumläuft, ist es immer ein bisschen... Bäh. Schade. Ist echt schade. Aber es hieß, dass es einen Patch geben wird, wo die Framerate verbessert wird und man vielleicht auch den Motion Blur dann irgendwann entfernen kann. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt noch passieren wird, während ich hier das spiele. Es kann sein, dass der Patch ein bisschen länger dauert und wir dann schon fertig sind mit dem Spiel, bevor der Patch da ist. Aber das wird sich zeigen. Und ganz ehrlich, das ist ein Spiel, wo ich mich sehen kann, dass ich das nochmal spiele. Allein schon, weil das Gameplay so viel Spaß macht. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. Oh! It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Oh! Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. Meinst Lord du? Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. Wisst ihr, was ich mich aber jetzt noch gerade in dem Moment frage? Wie geht's eigentlich Clives Mutter? Wie ist es ihr ergangen in den letzten 13 You have Jahren? been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes. But oh, to take to the road at such a tender age. Wasn't easy, but we survived, and... And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Ich kann es nicht glauben, dass ich in 13 Jahren keine Konsequenzen dafür tragen musste. Aber die wird ihre Konsequenzen noch bekommen, hoffe ich. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move.
This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Wo wir gerade noch von der Mutter Annabella's geredet marriage to haben. the Ne? Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Sie hat ihn geheiratet. Wow. Yes. Of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Wir wussten es natürlich. Wir haben ihn gesehen, wie er verbrannt ist. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Ja, irgendwas kommt mir gerade auch mit der Hannah irgendwie komisch vor. Hoffen wir mal, dass der Verdacht unbegründet ist. She really has been very kind. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmekia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony? When we looked up at the moon? Es kommt immer vor, wenn sie im Kampf Eiszauber wirkt, ne? I said a prayer to Metia and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Oh. 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 Hm. We should get some rest. Right. Waren so kurz davor. So kurz davor. Good night,
Clive, Die wollten. sleep well. Logo. Thank you, Lady Hannah. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my Oh! father's clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. Schicke Lederkluft. Meine They Herren. suit you well. Haben Thank wir auch ein you, neues Schwert bekommen? Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while. But seeing you again took me back to happier times. Und Clive wurde zum Frauenmagneten. Ich glaube, das war er vorher schon. My lord and lady. And you, Lady Hannah. Wir haben wirklich neue Ausrüstungsgegenstände auch noch gleich bekommen. Hä? Ja, eine neue Waffe. Invictus, Metias Kreuz und Metias Fesseln. Das sind neue... Einfach neue Gegenstände für uns. Neue Ausrüstungsgegenstände. Krass. Und es ist auch wirklich tatsächlich die beste Waffe jetzt bisher, die wir haben. Ja, hey. Cool. Schick, schick, schick. Können wir noch was Neues hier lernen? Nee. Nee. Ich habe noch wirklich nichts, was ich jetzt wirklich für meine Skillpunkte... Meine Güte, wir haben echte... Ich meine, guck mal. Es heißt ja schon ständig, dass dieses Spiel gerade vom Kampfsystem her sehr was von Devil May Cry hat. Aber das ist ja wirklich ein Outfit, was wirklich auch in Devil May Cry irgendwie vorkommen könnte, oder? Das ist mal übel. Fantasy Devil May Cry quasi. Hier gibt's noch einen Shop? Sehr Dante-ich, ne? Ja, so ein bisschen. Hat aber was. Habe ich alles schon? Auch das Wind... Nee. Meteorstein? Nee. There you are. Ich glaube nicht, dass ich 2 Gaia-Schwerter benötige. Oder 2 Dunkelscherpen. Oder 2 Wolfscherpen. So. 2 Stahlkronen brauche ich auch nicht. Und soll ich noch verkaufen? Sehr schön. Jetzt kommen wir wirklich mit den Wertgegenständen auch nochmal ein bisschen voran hier. Dass wir ein bisschen Kohle bekommen. Wir haben sehr viel Geld bei uns. Ich bin überrascht, dass wir so viel Geld hier haben und dass die Gegenstände, die wir kaufen können, so wenig kosten. Das ist ungewöhnlich für ein Final Fantasy. Muss ich sagen. You? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes.
The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers? Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still consider the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Okay. Einem alten Mann eine Freude machen, von mir aus. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. Elwyn, es wäre schön gewesen, wenn wir diese rote Kluft von Elwyn eigentlich bekommen könnten, auch noch irgendwie als Extra-Kostüm oder so. Weil das sah echt schick aus. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. All right, let's ask around. Someone must have seen him. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travelers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street, and never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though.
All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Kumpel, ich glaube, hier auf diesem Boden mit dem Besen zu fegen, ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, glaube ich, für dich. Ich glaube, das wird nix. Ich weiß nicht, wie ich das am besten dir klar machen kann, aber wenn du den Dreck hier wegfegst, ist da runter und einfach noch mehr Dreck. Weil so funktioniert Erde. Also, ja, okay. Good day, milady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'd often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Also scheint dieser ältere Herr doch etwas senil zu sein. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with him. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill, for making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on. Ja, das war auch mein Gedanke eigentlich schon die ganze Zeit. Eigentlich müssten wir wirklich so tun, als wäre Clive jetzt quasi der Träger von Jill. Dass sie halt, dass er quasi der Besitz von Jill ist, so ein bisschen. Und die müssen halt jetzt erstmal so tun, bis sich da was machen lässt dagegen. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Ah, so that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him.
Gebrochene Griff. Der gebrochene Griff. Ah, guck mal, wo wir hin müssen. Das wird eine Menge Herzschmerz hervorbringen, oder? Ich könnte es mir auch vorstellen, ja. Hier waren wir doch schon, ne? Wir erinnern uns. Da könnte jetzt natürlich auch wieder ein Gegner kommen, der ihn jetzt den alten Herrn hier angreift oder so, ne? Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. Oh. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. That's enough. Ploppt noch ein paar Eiszauber ran. Oh. Der alte Opa kriegt natürlich nichts von mit wahrscheinlich, ne? Wespen erledigt, das waren aber Wölfe gerade. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition. One which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Ja, okay, das war ja jetzt nicht so krass traurig, aber schon ein bisschen, ja. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. Oui. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me.
As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Gut Will mitgedacht. you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Ich fände es schön, wenn man diese Screens hier schneller irgendwie vorbeibringen könnte. Die dauern ein bisschen zu lange. Das hat uns jetzt einfach nur ein bisschen aufgehalten, aber es macht natürlich Sinn, jetzt zu sagen, wir haben die Träger, also bringt sie hier in unser Versteck. Da sind sie sicher. Dämmerwald. Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. The blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. Ja, okay, ist gut. No plants, no animals, no life. Ich will gerade was sagen. Ich will nur And erstmal no warten, bis sie fertig monsters. sind. I suppose that's one small mercy. Okay. Als er gerade über die Folgendes geredet hat, dass die so nahe dran ist und so, dass sie wirklich langsam da abhauen müssen, war mein Gedanke gerade eben, ich hätte es sagen sollen vorher, war mein Gedanke gewesen, könnten wir eigentlich auch mal in irgendwie eine Gegend kommen, wo wirklich die Fäulnis einfach wirklich richtig fortgeschritten ist, wo wirklich alles tot ist und wie die Fäulnis quasi einfach aussieht. Wie die wirklich im Land aussieht, richtig. Und genau in dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, sehen wir das jetzt hier. Wo wir anscheinend genau das jetzt tun. Wow. Ja, also diese Fäulnis zieht wirklich das Leben aus der Welt raus. Und nichts kann mehr hier existieren. Das hat was von Final Fantasy VII auch, ne? Dass der Lebensstrom einfach versiegt und alles tot ist. Was ist das denn hier? What's this? Another relic of the fallen. Nix. Wir können nichts machen. Irgendwie, fragt mich nicht warum, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das hier nochmal wiedersehen werden. We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left. Moment, wir können hier keine Magie wirken? Wegen der Fäulnis oder was? Dass es wirklich so viel rauszieht, dass man... I can hardly imagine what... Das ist eine interessante... wie fucking alles tot aussieht, inklusive des Wassers. this place used to look like before the blight Das wollte took ich it. eigentlich gerade mal zeigen. Ja, wie sieht das Wasser hier eigentlich aus, ne? It was beautiful. Okay, das Wasser hier an der Seite geht noch. Aber, was gerade jetzt interessant ist, was gesagt wurde, wir können keine Magie wirken in einem Bereich wie diesem. Das heißt, dass die Magie, wenn man Magie wirkt, quasi die magische Energie aus der Umgebung herausgezogen wird und dann genutzt wird. Die kommt jetzt nicht aus den Trägern, also aus den Leuten, aus den Menschen selbst. Es sei denn, man ist ein Träger, wo die Energie für die Magie aus den Trägern selbst kommt. Ja, dass die Fäulnis auch Magie betrifft. Aber ich finde es interessant, dass gesagt wird, dass selbst wenn man jetzt in einem Bereich ist, wo diese Fäulnis so fortgeschritten ist, dass es da wirklich auch nicht geht, Magie zu wirken. Und das ist das, was ich interessant finde gerade einfach. Weil da sieht man den Unterschied, ne? Normale Menschen brauchen die Kristalle, um Magie zu wirken, und diese Kristalle ziehen die magische Energie aus der Umgebung, während Träger die magische Energie, die sie für ihre Magie benutzen, aus sich selbst herausholen.
Und das ist, glaube ich, der große Unterschied hier. Wo man dann natürlich bedenkt, wer ist jetzt das Schlechte für das Land? Die Leute, die ständig die Magie aus den Kristallen benutzen, was höchstwahrscheinlich zum Tod der Umgebung führt, die ja mit der vollen ist, oder die Träger, die ihre eigene Energie benutzen und damit der Umwelt eigentlich gar nicht schaden. Und jetzt kommt auf einmal wieder Farbe ins Gebiet. Die Umgebung. Es ist sehr subtil, ja. Ungefähr so subtil wie eben Final Fantasy 7. Oh, das ist das Phoenix-Tor da hinten. Okay. Das wären schmerzhafte Erinnerungen jetzt. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Minka? Geh hinter dem Fernseher weg. Entschuldigung, Minka sitzt gerade hier hinter mir. Hinter meinem Fernseher, der auf der Seite sitzt. Das ist gefährlich. Okay, da kann... Fensterbrett kann sie machen. Und jetzt erkennt man natürlich auch, was jetzt hier von der Fäulnis befallen ist und was nicht. Hier ist keine Fäulnis, ne? Aber sobald es hier so dunkel wird, hier dieses schwarz-graue, das ist alles von der Fäulnis befallen. Das war das nördliche Königreich, wo Jill eigentlich ursprünglich her ist. Das gibt es wahrscheinlich jetzt einfach nicht mehr. Hier die Ecke natürlich. Das Versteck, da ist die Fäulnis gewesen. Wo sind die noch? Hier ist ein Stück weit auch in der Nähe der Kristalle. Das eiserne Königreich ist stark befallen. Hier ist es richtig stark befallen. Was auch immer dieser Ort hier gerade ist. Also wir merken immer mehr, was hier eigentlich Sache ist. It's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Hm? Let's have a look around. Okay, das, ja. Man merkt schon, der Clive will gar nicht hier sein. Wir können auch nicht mal rennen. Could I have done this? Could anyone? What is it, Torgal? Clive. Okay, hier ist jemand. Aber wer? Oh. That's him. Los. He's the only one who can tell me what happened. I have to know. Und wir wissen natürlich, wer das ist. Wir haben es ja schon gesehen, ne? Was natürlich jetzt richtig krass ein Moment sein könnte. Where is he? Nowhere to be seen.
Damn it! He's like a bloody eel. What is this place, anyway? Some sort of shrine? Oh, sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. The gate? It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. Die Türen haben wir schon gesehen, genau. Wir haben eine gesehen. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Da ist aber noch jemand, der die Macht des Phönix trotzdem noch irgendwo hat, ne? Thank you, Joshua. Are you sure about this? Nevermore. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Das wird jetzt, könnte interessant werden. Another Alle gate. Ahnen. Let's see if this one opens. Das sieht doch mal so gar nicht nach einem Bosskampf aus. You could hardly call it a ruin. It's perfect. Like it was built yesterday. Okay, hier wird doch jetzt was Ordentliches passieren, oder? Hier ist doch jetzt gleich was übel was los. Have you ever seen anything like this? Wie passend, dass er auch genau dahin jetzt gerade draufgetreten ist. Die erwachen doch jetzt, oder? Mini-Omega. What do we do? The usual. Wow, das sind ja wirklich Mini-Omegas. More trouble. Stay down. Die haben was von diesen automatischen... Automatons, wollte ich eigentlich sagen. In Breath of the Wild. Ich weiß nicht, ob die in Tears of the Kingdom auch sind. How
can these things still function? How can any of this? This must be what the fallen ruins were like before they fell. Sehr hübsch grau. Ein freundliches, einladendes Grau. Let's make this quick. Ui. Stay down. War hier nicht noch gerade eine Kiste? Ja, hier ist eine Kiste. Wo kommt denn das Licht eigentlich durch? Looks like he could take a beating. Then let's give it one. Too slow. Ah. Das ist irgendwie süß. Die Reichweite von dem Typen ist wirklich Wahnsinn. Too slow. Not this time. Not this time. Ah, falscher Knopf. Does any of this make sense to you? Und in diese Gruft sollte man dann Joshua alleine reinschicken? Ja, anscheinend. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Viecher nicht aktiviert werden, wenn Joshua hier ist. Oh, Gunst des Windes Krallensturm? Halt, Moment, was? Oh! Guck mal! Torgel hat einen Rang und kann irgendwie verbessert werden? Wie auch immer das gehen soll? Verstehe einer? Vogel ist definitiv fabelhaft, das kann man wohl sagen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Oh. Heiltränke und Supertränke, die einem gegeben werden. Bosskampf. Oder zumindest Kampf erstmal. Wow, Bombe? Whatever they are, I don't think they're friendly.
Gut, dass wir hier Bombe... Oh, ah. Ich sehe schon, was ihr vorhabt. Okay. Dass das Bomber sind in diesem Fall? Es gibt keine Karte hier für das Gebiet. Ich wollte gerade eine aufrufen, da war aber nichts. Would Joshua have had to run this gauntlet too? No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Schön, dass es auch erwähnen. Here we go again. Where will we end up this time? Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Come on, let's keep looking. 1200 Gil auf einmal. Hier kommt auch noch mal Geld. Wieder so einer hier. Und nicht nur so einer, sondern auch... Au! Ach, Mist. Not this time. That'll help. Not this time. Nix ist. Hey. Komm mal, die kleinen Bitches hier. It's over. Ich will mich erstmal um die kleinen Viecher hier kümmern, ne? Ist klar. Ich denke mal, das ist... Okay, jetzt können wir uns den großen machen. Nix ist. Ich bekomme sehr langsam nur Fähigkeiten hier, Fähigkeitenpunkte, muss ich ehrlich zugeben. Fände ich schöner, wenn es mehr davon gäbe. Hier sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Ja, okay. Alter, was ist denn das hier für ein...
enough. Look out! There's more of them. They'll fall like the rest. Stay down. It's over. Okay. Der gefallene Käfer hat jetzt gerade einen Laser gemacht, der fast auch aus Breath of the Wild hätte sein können. Hui, wir hatten einen Kampf jetzt gehabt, in dem ich keinerlei Schaden genommen habe. Das ist doch mal schön. Warum ist hier so viel Garuda-Zeug? Wir sind doch hier eigentlich im Phönixdorf. Okay, was haben wir jetzt vor uns? I don't like this. Was bist du für einer? Eisengigant? Eisenriese? Wie auch immer sie genannt werden nochmal? Okay, das sieht sehr nach Eisenriese-Gigant aus. Eisengigant, ja. Das war der falsche Angriff. Ja. Das lief doch gerade so gut. Okay, wir haben gut Schaden gemacht auf jeden Fall. This is
Fuck. Es gibt ja auch immer noch nach wie vor diese Trophäe für einen Bosskampf ohne Schaden zu nehmen. Allerdings muss ich das wirklich machen mit einem früheren Boss. Bei dem ich das Moveset schon kenne und vielleicht ein bisschen überlevelt bin, um das mir ein bisschen einfacher zu machen. Nix ist. Das hat Spaß gemacht. Das war ein spaßiger Boss. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war echt. Das war gut. Eisengigant, ja genau. It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? Und wir nehmen seine Leiche auch noch mit. They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Jill, look. Und was haben wir jetzt für uns? Ja, ist die Frage, ne? Sind es Drohnen oder sind sie lebendig? Some kind of mural. It's worth a closer look, whatever it is. Oh, wo müssen wir lang? Hier liegen auch noch Items rum. Nehmen wir doch glatt mit. Heiltrank, das kann ich gerade gut gebrauchen, Heiltränke. Ich habe zwar keine eingesetzt, aber hey, sie heilen mich trotzdem sofort. Ah, da liegt auch noch was. Supertrank. Hier geht's nach unten, genau. Hat echt was, meine Herren. Das kommt mir bekannt vor. Das Bild dort. Was zur Hölle? All right then. Glitch, ja? Au! Ah, jetzt habe ich den falschen Angriff gemacht.
Shit. Ja, nicht der hübscheste. Das kann man wohl sagen. Escher. Not this time. Too slow. Wake! Okay, das hat jetzt perfekt funktioniert. Das am Ende. It wasn't like the others. It would seem this place holds even more secrets than we thought. Okay, jetzt will ich nämlich zu diesem Wandbild hier nochmal gehen. Wo ist dieses Wandbild gewesen? Da war noch ein Item übrigens. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt überhaupt lang muss. Jill, geh aus. Danke, Jill. Hier war auch noch ein Item. Wo war das Wandbild nochmal? Wir haben doch gerade das Wandbild gesehen. Oder war das jetzt... Da hinten ist das, ne? Ne, da sind wir hergekommen. Wir haben doch dieses Wandbild. Torgel! Ich will mich nochmal hier... Oh, nochmal einmal Überblick zu erhalten. Also wir haben zwei Wege, die wir gehen können. Da sind wir hergekommen. Okay, wir können nur zwei Wege gehen. Also gehen wir beide. Wahrscheinlich. Look out! It's over. That's enough. Meister, hä? Lights. Well, that did something. Wir müssen beides aktivieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich verstehe schon. Schämen. Jetzt nicht allzu schwierig, diese Viecher. Übelfähige Kämpfe jetzt hier in diesem Part, ne? Ist euch auch aufgefallen. Another fallen wonder. Sehr actionreiches Spiel, ja generell, das stimmt allerdings. Okay.
So, it isn't a dead end after all. Apparently not. Jetzt wird's interessant. Moment. Okay. It all seems to lead to this room. And look what's in it. Apoditrium, genau. Hier ist das Bild, genau. Das da oben. Das kommt mir bekannt vor. Das mit den mehreren Flügeln und sowas, das ist aus anderen Final Fantasies die Beschwörung Ultima. Aus Final Fantasy Tactics kennt man die. How old do you suppose this is? 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. Passiert das wieder? You're him. The second dominant of fire. Who are you? Was ist hier los? I'm back. Ach, das ist eine Erinnerung, okay. Joshua! Stop it! Please! Stop! I did this. I killed him. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me.
ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Das wird ein übler Moment, wenn wir dann sehen, dass Joshua doch noch am Leben ist. Was wir ja schon gesehen haben. Kriegen wir neue Kräfte oder sowas jetzt hier gerade? Oder was ist los? Scheint so. Oh oh. Moment, kämpfen wir jetzt gegen Ifrit? No matter how bitter the truth that awaits me, I will press on. Come, Ifrit. Show me who you truly are. Ja, Tatsache! Au! Au! Wie soll ich denn das machen? Okay, wir können an den Fuß ran. Spät ausgewichen. Just what I needed. Ich vergesse ständig. Dass ich ja noch waffende Tränke dabei habe. Yeah. Okay, zieh dich runter, Junge. Okay, das hat was gebracht. Das war ordentlich. Perfekte Kontermagie.
Au, warum hat mich das jetzt erwischt? Ich bin doch ausgewichen. Okay, also wir können gut Schaden machen trotz alledem. What the fuck? Ich kann das kontern! Holy shit! Das war eines der wichtigsten Erkenntnisse, die ich gerade hatte. In meinem Leben. Ever. Wuff! Dieser Magie-Konterangriff ist so unglaublich nützlich. Mit solchen Mist. Das ist ja Wahnsinn, wie nützlich das ist. Okay, jetzt, wenn man uns raus hat, ist der Kampf eigentlich relativ einfach gewesen. Unerwartet. Aber jetzt kommt er doch wieder, oder? Ja, warte. Dark Clive. Ist ja wirklich so. Du meine Güte. Ich dachte jetzt, ich wollte einen Scherz mit Darklink machen, aber das ist ja... Still you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. Dark Clive. Not this time. Okay, jetzt wird's interessant. Das ist jetzt der richtige Bosskampf wahrscheinlich, ne? Aber wirklich der cinematische Bosskampf. Oh, ja. Er hat dann natürlich die Kräfte von Ifrit, ne? Er ist ja der Dominant von Ifrit. I see. You'd help me learn by example. Wusch. Können wir dann diese Fähigkeiten auch irgendwann einsetzen? Au. Das ist jetzt Devil Trigger Clive quasi. Wow. Ja.
Das hat was von einem Final Fantasy 14 Bosskampf, muss ich mal so sagen. Au! Alter! Okay. QTE Time. No escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Und jetzt können wir diese Fähigkeit einsetzen. Wetten? Together, then. It's time to find out who we are. Once and for all. Da hat sich ein weiterer Balken erhöht. Die Wahrheit akzeptieren. L3 und R3. Yep. Show yourself, Ifrit. Jetzt war auf einmal der Kampf sehr einfach. So viel Feuer. Der Ifrit-Trigger quasi, wenn man so will. Aber jetzt dürfen wir die große Version auch nochmal wieder bekämpfen, oder was? Truth of it now. You are not Ifrit. I am.
Husch. Haben wir jetzt einen richtigen... Oh. Das ist... Oh. $15.000 Schaden. Bonk. Bonk. Finaler Schatten. Boy. Hm? Ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Pull mal Ifrit Trigger oder so ähnlich. Hingabe. Clive, are you all right? Jill. It's nothing. I'll be fine. Überhaupt nicht ominös, ja? Nee, gar nicht. No more chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. Oh, danke, dass ihr... Oh, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich den gesamten Weg wieder rausgelaufen wäre. Aber wir sind ja hier in einem modernen Spiel, nicht wie in Legend of Dragoon. Das Wandgemälde sieht doch sehr abgefahren aus. Wie gesagt, das Wandgemälde, das Bild, diese Vieh mit 4 Flügeln, das erinnert mich sehr an Ultima, Clive, dem Summon aus Final Fantasy are you Tactics. sure you're all right? Und 12, glaube ich, ist auch dabei. Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. Ja, genau. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? Und warum kannst du die anderen Fähigkeiten von anderen übernehmen? Wäre auch noch eine Frage. I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too.
There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. Ja, Woodville war ein bisschen gezwungen, Brala, glaube ich. We were young, and you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill. Seit Donnerstag sitzt du dran. Ach du meine Güte. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Hä? Republik Dalmekia, Schloss Dasburg. Ah, er hat erfahren, dass Benedikta tot ist, glaube ich. Sag mir nicht, er hat jetzt den Kopf mitgebracht. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said, he said Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them to hell. Out. No! Yes, yes, my lord. Was wohl in dieser Kiste ist? Benedikta. Ich glaube nicht, dass es Clives Sohn ist. Also das würde mich verwundern. Würde mich sehr verwundern sogar. Der Sinn des Lebens. Hey, jetzt wird uns Final Fantasy 16 den Sinn des Lebens erklären. Ifrit ist erwacht. Ifrit hat die Kontrolle über die Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm eine neue Esper-Fähigkeit, wie zum Beispiel Feuerramme, zur Verfügung steht. Wie der Name schon erahnen lässt, eine Feuerramme, die Gegner zurückwirft und ihnen stetig Schaden zufügt. Außerdem ist die Limit-Rauschleiste jetzt verfügbar. Ifrit teilt sich die Plätze für Esper-Fertigkeiten mit Phoenix. Einen Augenüberblick da erhältst du unter dem Reiter Fähigkeiten im Hauptmenü. Limit-Rausch. Ja, wir können also Limit-Rausch mit L3 und R3 den Sticks erhalten. Erfessle Clives innere Bestie und verwandle ihn in einen halb erwachten Ifrit, indem du drückst, wenn die Leiste voll ist. Sie füllt sich jedes Mal, wenn dir Schaden zugefügt wird oder du Offensive und Defensive mal. Kämpfe einfach und das wird dir zugegeben. Okay. Im halb erwachten Zustand kannst du für begrenzte Zeit eine Reihe von Vorteilen im Kampf, Angriffskraft und Geschwindigkeit sind erhöht. Lebenspunkte werden stetig regeneriert und deine Angriffe
Durchbrechen die gegnerische Verteidigung. Schauen wir uns das doch mal an. Ah. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Wir hatten ja hier unsere Hauptfähigkeiten. Da dachte ich mir, okay, das ist normal. Hauptfähigkeiten. Da hatten wir hier Phönix und hier Garuda. Aber mein Gedanke war immer, kriegen wir auch irgendwie Ifrit-Fähigkeiten? Ja. Was haben wir hier? Limitrausch. Okay. Was passiert, wenn wir den verbessern? Würde meinen zweiten Abschnitt erweitert. Gemeistert würde am dritten Abschnitt erweitert. Okay, also wir kriegen mehr an Leiste. Was ist das hier? Irrlicht. Okay, das sieht lame aus. Feuerramme. Oh. Oh. Ach du meine Güte. Nehmen wir, aber... Also diese Irrlichter sind ein bisschen lame. Was ich eigentlich immer die ganze Zeit haben will, ist diese Lebensflamme. Aber ich habe noch einfach nicht genug Fähigkeitspunkte. Wir brauchen mehr Fähigkeitspunkte. Lass mich raten. Ja, und hier sind die ist hier die Feuerramme ist drin. Die Lohnschwinge. Ich probiere die Feuerramme einfach mal aus. Wenn sie nicht gut ist, dann mache ich die Lohnschwinge wieder rein. Mein Menü ist sehr rot auf einmal geworden. Ist mir auch gerade aufgefallen. Seht ihr das? So, what next? We return to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. Gut, dass er noch dran gedacht hat. Ja, wir können tatsächlich hier keine Magie wirken. Hier ist kein Kampf möglich anscheinend. Zumindest jetzt noch nicht. Danke für die Items. Ich habe nämlich einige davon aufgebraucht. Der Kampf war nicht ohne. War aber ein saucooler Kampf. Jetzt mal ohne Scheiß. Sagen jetzt nicht, das Dorf wird angegriffen oder so. Ich weiß nicht, ob das Dorf angegriffen wird. Es ist zumindest kein Rauch zu sehen. Aber irgendwas ist los im Dorf. Okay. Man konnte den Rauch nicht sehen, weil er... What happened here? Imperials. You'll pay for this. Ah! We've got a live one. What are you doing here? Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? Okay, also das Dorf wurde doch angegriffen. Hey. It's over. Gut möglich, dass die Herzogin dahinter steckt. Das glaube ich aufs Wort. Hey, Bitches! You could escape us, did you, Branded? You were born a slave, and you'll die. Kill all the ducal dogs! Ducal dogs? They were innocent people! Also, es stellt sich schon so langsam heraus, der Hauptbösewicht hier des Spiels könnte teilweise einfach das Kaiserreich hier sein. Das Sunbreak Kaiserreich scheint hier wirklich die Rolle, zumindest jetzt für den Anfang, den Hauptbösewicht hier darzustellen. So wie es aussieht, ne? Sammelt euch alle mal ein bisschen. Ich will mal meinen Limit Break hier ein bisschen einsetzen.
Stay down. It's over. Put them all to the sword, bearer or no. Wow. Stay down. It's over. Lässt sich aber wirklich jeden hier abschlachten, hey. All must burn. The bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command. My mother ordered this. Why? Clive. I know. You can wait. Not this time. Au! Fuck. Fuck. Wirklich ein ordentlicher Hammer. Stimmt wohl. Jill, pass auf. Und dieser Typ hält auch ein bisschen was aus. Wuff. Ich sage immer Wuff hier. Aber das ist wirklich, die Kämpfe hier sind teilweise auch wirklich sehr wuff. Tatsächlich alle tot. Selbst Lady Hannah ist... Ach. I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother.
too late. Gav. Hi, Gav. Clive. Unser Boyfriend ist wieder da. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Unsere richtige Motivation kommt hervor. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Oh, werden wir beobachtet? Ja, wir werden beobachtet, aber wer ist das? Rats, lead me to your nest. Ominöse Person, ne? Lord Kupka's message for your leader. If only he knew where to send it. Okay. Der nächste Dominant, den wir erledigen werden, wird wohl Hugo sein. To Sid Solar, then. We have a lot to discuss. Dann machen wir das. Crime and Punishment. Ja, genau. And what do you want? Going purse weighing me down? Es ist wirklich krass, unser gesamtes Menü ist auf einmal rot eingefärbt. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Ich habe aber auch noch einen Feuersplitter, den ich zu einer Waffe herstellen könnte, glaube ich. Oder auch nicht. Ja, ne? Na, vor allem, weil jetzt da wirklich seine wahren Kräfte, seine wahren Ifrit Dominant Kräfte hervorgekommen sind, ne? Warum kann ich diese Waffen nicht verstärken, meine? Not my best work, but it'll do. Yeah, that should do you. Not my best work, but it'll do. You can thank me later. Anything else? Warum kann ich meine guten Ausrüstungsgegenstände nicht verbessern? Das stört mich ein bisschen.
So, diese Feuerramme ist nicht so mein Ding gewesen, um ehrlich zu sein. Ich muss mir auch nochmal genau die Fähigkeiten hier anschauen, ob die nicht vielleicht noch was anderes können. Reichweite und Schaden werden erhöht. Nee. Ich meine, das ist eigentlich... Und, okay. Ich habe diese Fähigkeit falsch eingeschätzt, so ein bisschen, würde ich sagen. Weil die klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ganz ehrlich, so... Das, was ich jetzt habe, bin ich mir eigentlich ganz glücklich mit so. Um ehrlich zu sein. Die Fähigkeit hier ist extrem nützlich. Die Lohnschwinge macht ordentlich Schaden. Der Feuerwirbel ist auch da. Lebensflamme und Windschlag. Das sind die beiden Sachen, die ich eigentlich gerne mal haben wollte. Aber die sind übel teuer, die Fähigkeiten. Na gut. Aber, Moment, was macht man mit diesen Feuersplitter? Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Ja, aber welche Ausrüstung und welche Gegenstände? Ich hab nix. Look. You got anything these? Okay, ich wollte nur mal gucken, was das eigentlich ausmacht. What do you want? Weil hier, herstellen, es gibt kein Schwert, was ich herstellen könnte hier. Mit dem Feuersplitter. Was ich ja eigentlich vermuten würde, der Fall sein sollte. Der Räteschein. Okay, wir gehen erstmal zu Sid. Wir reden erstmal mit Sid. Und mal gucken, was uns dann bevorsteht. Hey Jill. Geht wieder nach Regen. Ich glaube, es fängt bald an zu regnen wieder. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. Wie passend, dass sich gleich noch mal ein... What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. Die Musik. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Habt ihr das aber gehört?
War nicht die Prelude. Es war die Musik Final Fantasy, der Track, der Final Fantasy heißt. Oriflamme. Rat der Weisen. Und so sieht die Hauptstadt von Sunbreak aus. The last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen. Sehr bequemer Marmor, bestimmt. Well, I really do think that... The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sunbreak is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. Wir brauchen Lebensraum. Will er eigentlich damit sagen, wahrscheinlich? There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Das ist wirklich ein Sofa aus Marmor. Wer kann denn da auf sowas sitzen, bitte? Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal.
How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Das war nämlich schon die ganze Zeit ein Gedanke von mir. Wenn diese Fäulnis wirklich das Fehlen dieser magischen Energie in der Welt ist und die Kristalle die Quelle dieser magischen Energie dann sind teilweise und wir schon gehört haben, dass die Kristalle aus der Umwelt das Ganze ausziehen, dann ist ja klar, dass dann, wenn so eine berggroßen Kristalle das die ganze Zeit machen, dass sie einfach das Leben aus der Welt aussaugen. Diese Kristalle sind nicht die typischen Final Fantasy Kristalle, sondern das sind Makroreaktoren. Nicht mehr und nicht weniger eigentlich, wenn man so will. Wir haben wieder was für unseren Arcade-Modus hier. Wir können weitere Abschnitte wieder nochmal spielen. Made by Nature. Die Frage ist, ob die wirklich von der Natur geschaffen sind. Ne? Das ist auch noch eine Frage. Und ich habe da auch so meine Zweifel. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. And what business would you lot having? On second thoughts, I don't want to know. You're rubbing me blind, you know. Löwenherztonikum. Füllt die Limitrauschleiste für 30 Sekunden lang kontinuierlich auf. Okay, nehmen wir mit. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some foul's brewing. And it ain't tire's borbile tea. Oh,
Just go and see Otto, will you? All right. Jetzt können wir wahrscheinlich neue Waffen herstellen, ne? Well, what's that for you, dear? Ah. Flammenzunge. Not bad, if I do say so myself. Schlaf nicht ein beim Reden. And? Ui. Ui, die Waffe. Ui. Warte mal. Wir gehen mal ins Helle hier ein bisschen. Ui. Das ist doch mal ein Schwert. Das ist ein Final Fantasy Schwert, was wir jetzt hier haben. I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. Take a seat, Clive. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known it. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march. Der heißt Sylvester. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. Ooh. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Na, das wird interessant. Die Kunde aus den Landen freigeschaltet? Was ist los? Die Kunde aus den Landen. Die Kunde aus den Landen ist jetzt bei Gautier in der Messe verfügbar. In diesen Berichten der Fluchbrecher findest du Informationen über Aufträge in ganz Valestea. Hä? I suppose that's everything. Now Wir haben ein Duftsäckchen bekommen. Okay, wer zur Hölle bist du jetzt? Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Anything catch your eye? Neue Aufträge finden. Bei Gautiers Kunde aus dem Landen finden sich nicht nur Aufträge in ganz Valestea. Von hier kann man auch direkt zum nächstgelegenen Obelisken reisen.
Okay, also wir können einfach hier direkt zu den Aufträgen gehen. Wie es aussieht. Something in there. Okay. Harpo. Wir könnten mal hier wieder ein bisschen Info abgeben. Now this, I believe you will find most interesting. Der Begründer. In früheren Jahren. Okay. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel lesen. I should be happy to answer it. Do you need any help, Miss Molly? Redet nicht so viel. Was hast denn du noch zu sagen? You're all right. I thought you might be. Oh. Der freut sich, uns zu sehen. Ach, das ist ja schön. Ist hier irgendwas eigentlich? Nee. Laden. Rätestein. Orchestrion. Okay. Zum Orchestrion will ich aber nochmal kurz gehen, um einfach mal die Musik abzugeben, die ich eingesammelt habe. Clive, was it? Forevermore. Okay. Was hat ein Nektar eigentlich so? Der hat immer noch nichts Wichtiges zu erzählen. Ich weiß auch noch, dass es hier Monsterjagen-Aufträge gibt. Wohin kommen die da eigentlich mal? Ich habe mich auch jetzt entschieden, diese ganzen Nebenquests werde ich mal so off-stream machen. Da habe ich nämlich auch mal in meiner Freizeit ein bisschen was hier im Spiel zu tun. Well, 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 someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Die beiden, ey. For a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake's Head is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Und was, wenn wir das nicht tun? Und Torgo ist natürlich auch da. Wir müssen nach Kielbrück. Was machen wir jetzt in Kielbrück? So, we're meeting in Northreach. And will I find Sid and Jill before this dame finds me? Auch noch alle möglichen Nebenquests. Aber wie gesagt, ich werde mich darum nicht im Stream kümmern, weil diese Nebenquests sind, das waren jetzt nicht die interessantesten, glaube ich.
Frage ich mich, wo ich hier lang muss eigentlich überhaupt. Bin ich jetzt hier richtig? Master Quinton will never forgive me if I don't save that crop. Okay, nee, hier waren wir nicht. Oder hier unten. Nö. Wisst ihr, was schön wäre hier in diesem... Ich habe das schon mal gehabt, sowas wie in Dead Space, wo man einfach sich eine Linie ziehen kann, wo man überhaupt langlatschen muss. Das würde mir sehr viel helfen. Aber irgendwie habe ich es doch gefunden. Is it safe to ride to Northreach now? I wouldn't say so. Sonnenfahrt. Ja, ist sehr sonnig hier, auf jeden Fall. Sind wir hier komplett alleine jetzt gerade? Nee, wir haben Torge bei uns. Okay, der Wichtigste ist immer noch dabei. Arachne. Flop. Ja, stimmt wohl. It's over. Stay down. Oh, hier ist irgendwas in der Ecke. Oh, hallo, ein Drachen-Avis. Nächstes! Too slow. Hehe. Und so viel zum Kampf. Wow. Greifenzopf. Greifen haben Zöpfe? Greifenzopf erhöht die... Nee. Greifenzopf erhöht den Schaden von lodernde Klinge um 7%. Was für ein Scheiß. Was will ich denn mit sowas? 7%. Erhöht mir das um 20% oder mehr und dann denke ich drüber nach. Was ist denn das für ein Witz? Ich will nicht wieder gegen... Oh, danke. Ich wollte wieder nicht gegen Chocobos kämpfen, weil das wäre echt fies gewesen. Es liegt hier eine Dragonette. Wow! Hier, da ist Kerr Norwind. Wieder dieses riesen
Bereich hier. There. Northreach. Waren wir hier schon mal? Nee, ne? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Recht großes Örtchen. Ja, ich bin auch gerade überrascht. Ich dachte, wir gehen jetzt wieder in ein kleines Dorf. Don't let them get away. Over here. It's over. You're finished. Eieieiei. Blutige Haut. Okay, diesmal macht es Sinn, dass wir eine blutige Haut bekommen haben, weil wir einfach die von einem Wolf gefetzt haben. Ach du meine Güte. Das Kaiserreich ist auch wohl eine theokratische Monarchie mit dem Monarch als religiöses Oberhaupt. Durchaus möglich. Können wir ja mal schauen. Eine Nation im Nordosten Sturms regiert aus der Hauptstadt Oriflamme in der größten Theokratie Valisteas. Oh, recht hast du recht. An deren Spitze der Gottkaiser thront, genießt die Bevölkerung dank des Mutterkristalls Drachenkopf ein Leben im Überfluss. Also ja, war genau richtig. Soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Okay, wir müssen in ein Bordell anscheinend. Oh, and a china of roast Ja, 40k. Musste ich auch immer dran denken, als ich Gottkaiser gelesen habe. Not another step, branded, or you'll be spending the night in a cell. Okay, das wird so nichts. Are you gonna buy something or not? Welcome. You've a keen eye. I do Fuck like it, a nehmen wir customer einfach mit. who knows what he wants. I'll be here if you need me. Aber gerne doch. Was bist du für eine jetzt? Ah, okay. Sie stach jetzt doch ein bisschen hervor hier aus dem Rest, muss ich sagen. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Buh. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital.
I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But... I shall expect a favor in return. Wait, what? Ihr wisst alle, was ich gerade denke, und ich glaube, ihr denkt dasselbe. However do they get that? The fruit's not getting any fresher. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But... it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. Ey. Langsam ist doch aber mal gut. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Na, das wird lustig. Wann war das letzte Mal, dass wir ein Bordell besucht haben in Final Fantasy? Final Fantasy VII, Original quasi. Im Honeybee Inn. Aber im Remake ist es ja kein Bordell mehr. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Das wird ein Spaß. Oh je. Hoffentlich habt ihr niemanden, der jetzt irgendwie bei euch beim Gucken jetzt hier irgendwie ins Zimmer reinkommen könnte. Das könnte awkward werden. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Now I
can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Noch mehr Siegel. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Okay. Suchen wir I should probably start here. eine Dame. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then? Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before. She was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Oh. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. I haven't seen you Okay. the Vale of late. Ich glaube, ich weiß auch, was mir jetzt gerade hier so Probleme macht mit der Orientierung. Es fehlt eine Minimap. Ich könnte echt eine kleine Minimap oder sowas gebrauchen. Aber die gibt es hier nicht. Heard the bones fell favorite. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off! Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. Vielleicht sind die verwandt. Kann ja sein. Vielleicht sind sie Brüder. Moore is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Fools there nigh on every night. So. Muss doch auch mal lieb zu Torgel sein, ne? Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moore.
According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Das mit den Trägern und dass sie nicht gern gesehen sind, wird einem aber auch wirklich so mit der Subtilität eines Vorschlaghammers im Gesicht einfach ständig reingeprügelt. Die haben diese Thematik und die wollen, dass du es kapierst. Ui, aber Aussicht, meine Herren. Das war doch, glaube ich, ein bisschen einen Screenshot wert. Ja, genau, der Subtext ist, also ich glaube, es wird schon noch irgendwie einen anderen Subtext noch geben hier, den wir noch nicht so erkennen vielleicht, aber ich finde ja auch immer nach wie vor so, es gibt Sachen, wo man wirklich keinen Subtext braucht. Man kann subtil sein, aber bei manchen Sachen muss es auch nicht sein. Manchmal, wenn man was zu sagen hat, soll man es halt auch deutlich einfach sagen. Hier sind so viele Nebenquests, ach du meine Güte. There's still work to be done. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Kann man aber bei dir einkaufen? Buy, sell, or be gone. Okay, also der klang ja wirklich sehr sympathisch. Bertrand. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Zum Beispiel haben sich einige Leute über Glass Onion beschwert, wie offen es sich über reiche Leute auskotzt, verlangten, es sollte subtiler sein. Wie gesagt, wenn man was zu sagen hat, wenn man wirklich das so machen will, dann soll man es auch einfach sagen. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for the constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. Oh, what is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value, and was quite vehement about my appraisal.
I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. Seltsam passend. My thanks. Not at all. I would do anything for the Dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. Nö. Überall hier einfach Abschaum, die auf die Träger herabschauen hier. Das ist einfach eklig. It smells of death here, Torgul. Oh yeah. Wolves. We can't let them get any closer to the village. That's it. It's over. Gedunsener Wolf? Aufgedunsenes Alpha-Tier. Warum sind die aufgedunsen? Oh, schöne Szenerie gerade hier. Hey. Oh. Bodies. A man and a woman. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. He said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the Dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. Ausnahmsweise mal jemand, der nett zu uns ist hier. The
Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Die Musik ist aber auch ein bisschen komisch gerade hier in dem Bereich, oder? Die ganze Zeit nur einfach so ein... Weren't expecting any new brand. If it was a You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Veil counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Otto mentioned the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Das war jetzt einfach nur eine Quest, so, jetzt seid traurig. Okay, wie kommt man da jetzt hoch? Hier hinten rum? Kaiseraue. Wir machen dem Kaiser ein bisschen Aue dann später, wenn wir hier in Oriflamme ankommen. Würde ich mal sagen. Nutze ein Skyrim-Pferd. Ja. Hier gibt es keine Pferde. Hier gibt es nur Chocobos. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Das wurde auch angezeigt in den Trailer. Diese Einstellung, diese Kamerastellung. Weiß ich noch.
Die Lusthöfe. Moment, wir sind schon in Oriflamme? Laszives Lachen. Wir sind also in einem anderen Puff gerade gelandet, glaube ich. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than ever. Brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. Genau richtig. Blame a man for wanting to bring an end to all this. Can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Während sie noch alle im Hintergrund am Rumvögeln sind. Okay. Drachenkopf. Ob wir... Ich bin jetzt echt gespannt, was eigentlich dann uns erwartet hier beim nächsten Mal. Weil wir sind jetzt ja am Schluss des Streams angekommen natürlich. Aber was uns dann in Drachenkopf oder in Oriflamme dann entsprechend erwartet, wird interessant. Also, da weiß ich echt nicht, was da jetzt kommen würde. Ohne Scheiß. Aber ich sehe auch gerade, hier sind Nebenquests, hier sind Nebenquests, hier sind Nebenquests, hier sind Nebenquests. Also ich kann jetzt hier noch offstream einige Sachen mal erledigen. Und das werde ich dann, denke ich, nochmal auch tun.
Weil dann habe ich ein bisschen Spaß noch für mich selber hier auf Stream. Gibt es jemanden, den wir raiden könnten? Vielleicht. Ja, können wir. Wir können eine gute Freundin von mir raiden und das machen wir. Raid. Pulp Fictionally. Ne, das ist falsch geschrieben. Viel Spaß noch mit dem Schleier und die Lusthöfe. Ja, nee. Eher nicht. Okay. Pulp Fictionally, die streamt nämlich gerade mit 2 weiteren zusammen einen Podcast. Den Fully Rendered Podcast. Und ich denke mal, das könnte Spaß machen, weil den will ich mir auch anhören. Also gehen wir darüber. Und ja, die reden sehr viel über Diablo 4, glaube ich, heute. Aber das werde ich sehen. Ich weiß gar nicht, worum es jetzt heute genau gehen soll. Eigentlich geht es meistens so um Gaming News und sowas. Aber das werden wir sehen. Raid. Genau. Der kann gleich losgehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Dann am Sonntag. Denke ich mal. Hoffe ich. Wartet einfach auf Twitch, bis die Ansage kommt. Und dann machen wir hier weiter mit Final Fantasy 16. Also, dann, ciao.